treffe. Natürlich auch andere Freunde und Bekannte. Ich bin sehr gespannt, weil das wissen wir von der Jury ja auch nicht. Jahrelang war sie das ruhige Gesicht der Nachrichten. Eine Frau, der Millionen die Schlagzeilen der Welt anvertrauten. Aber als die Kameras aufhörten zu drehen, wurde ihr Schweigen zur wahren Geschichte. Jetzt, nach 8 Jahren des Schweigens, nach einer stillen Scheidung, spricht Judith Rakers endlich. Und was sie gesteht, hat selbst ihre engsten Fans fassungslos gemacht. Glauben Sie, dass Menschen jemals wirklich über ihre erste Liebe hinwegkommen? 1 für Ja, 0 für Nein, kommentieren Sie unten. Vom Herzschmerz zur Heilung, das ist die Wahrheit, von der Judith Rakers nie dachte, dass sie teilen würde. Bis jetzt eine ehemals glückliche Ehe. Andreas Paff, ein auf Immobilien spezialisierter Wirtschaftswissenschaftler, war 2009 Judiths Ehemann. Es gab eine Zeit, in der die Medien ihre Ehe als Idealbild des Paares priesen. Sie ist eine bekannte Figur im Fernsehen und er ist ein wohlhabender Geschäftsmann. Danach, im Jahr 2017, trennte sich das Paar und drückte seinen Bewunderern gegenüber seine Reue aus. Andreas hatte zuvor erklärt, dass Judiths größter Schmerz der Gedanke ist, dass sie keine ganze Familie ernähren können und dass sie nicht die Kinder bekommen können, die sie sich immer gewünscht haben. Dies war einer der seltenen Fälle, in denen Andreas über seine frühere Ehe sprach. Wenn Judith an die einsamen Nächte in dem riesigen Haus denkt, wenn die Arbeit beendet ist, die Bildschirme ausgeschaltet sind, alles still ist und sie allein gelassen wird, unterdrückt sie häufig die Tränen. Da sie auf dem Gemälde ständig lächelt, aufgeräumt und kraftvoll ist, kann nicht jeder ihren Kummer sehen. Auf der anderen Seite lauert hinter den Kulissen ein gebrochenes Herz. Es ist möglich, dass Judiths Innenleben das wichtigste Geheimnis in ihrem Leben ist, vielleicht sogar noch mehr als ihre Arbeit oder ihr Reichtum. Judith verriet, dass sie unter leichten sozialen Ängsten leidet, was man von einer Nachrichtensprecherin, die für einen nationalen Sender arbeitet, wahrscheinlich nicht erwarten würde. Obwohl sie täglich vor der Kamera steht, muss sie häufig mit sich selbst kämpfen, Wege finden, um sich zu beruhigen und sich mental darauf vorbereiten, schwierige Situationen zu meistern. Sie schrieb einmal in ihr Tagebuch: Ich kann vor Millionen von Menschen stehen, aber ich habe Angst vor Partys, Angst davor, mit Fremden zu sprechen und Angst davor, nicht interessant genug zu sein. Nur ein ausgewählter Kreis von Judiths engsten Freunden weiß von diesem Geheimnis. Ein Geheimnis, das ihr trotz der schillernden Welt des Showbusiness den Anschein gibt, so nah und persönlich zu sein. Judith ist eine Erzählung über Liebe, Ehe und Kinder, die trotz ihrer Traurigkeit auch positiv ist. Trotz ihres Kinderwunsches hat sie keine eigenen Kinder bekommen. Nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Andreas entschied sie sich, allein zu bleiben und sich auf ihre Karriere und später auf ihr Leben als Landwirtin zu konzentrieren. Zuvor hatte sie in einem Interview gesagt, dass sie die Liebe nicht aufgibt. Das Einzige, was ich tue, ist, auf die richtige Person im falschen Moment zu warten. Nach dem Scheitern ihrer Ehe misst Judith dem Geschlecht keine große Bedeutung mehr bei. Das ist der einzigartige Aspekt. Sie äußerte den Wunsch, einen Freund zu finden, mit dem sie die freudigen und traurigen Momente ihres Lebens teilen kann, unabhängig davon, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Sie erklärte, sie wolle jemanden treffen, der sie versteht. Was sie braucht, ist nicht ein perfektes Vorbild, sondern ein echtes Herz. Was ihr Vermögen betrifft, so ist Judith stolze Besitzerin eines großzügigen Wohnhauses in Hamburg und eines großen Bauernhofs in der Umgebung, wo sie ihre Familie aufzieht und Landwirtschaft betreibt. Sie züchtet ihre eigenen Hühner, Ponys und Katzen und sie baut auch ihr eigenes Gemüse an. Es wird angenommen, dass sie ein Nettovermögen von rund 1 Million Euro hat, das neben den Einnahmen aus Fernsehsendungen, Veranstaltungen und Talkshows auch Gewinne aus Urheberrechten und Immobilien umfasst. Judith ist eine Selbstversorgerin, die in der Lage ist, ihr eigenes Vermögen aufzubauen und sich an den Ergebnissen ihrer Arbeit zu erfreuen, auch wenn sie nicht über $1 Milliarde verfügt. Erfolgreich war Judith nicht nur in Form von Fernsehpreisen, Anerkennung von Kollegen oder einem breiten Publikum, sondern auch in Bezug auf das geistige Vermächtnis, das sie hinterlassen hat. Sie ist eine Quelle der Motivation für deutsche Frauen, insbesondere in Bezug auf ihre Unabhängigkeit, ihren Mut und ihre Zuversicht, ihre Leidenschaften zu verfolgen. Judith hat eine Reihe von Büchern über Subsistenzlandwirtschaft veröffentlicht, unterstützt auch Menschen, die in Großstädten leben. Judith behauptet, dass sie keine Angst mehr vor der Liebe hat, obwohl sie sich bereits vor 6 Jahren von Andreas Paff scheiden ließ. Sie wünschte sich eine neue Liebe,
Eine, die nicht von Faktoren wie Alter oder Geschlecht beeinflusst wird, sondern die nur auf den Prinzipien der Gegenseitigkeit, der Fürsorge und des Verständnisses beruht. Ich möchte jemanden, der mit mir auf der Veranda sitzt, Tee trinkt, die Katze füttert und einen Blumengarten anlegt, fügte sie hinzu. Ich möchte jemanden, der all diese Dinge tut. Es ist nicht notwendig, dass mir jemand teure Geschenke mitbringt. Anne. Kurz gesagt, ich suche jemanden, der sich wirklich um mich kümmert und dem ich mein ganzes Wesen geben kann. Judith Rakers ist vielleicht das beste Beispiel für ihren Wunsch, der unkompliziert, aber tiefgründig ist. Eine Frau, die es zu Ruhm gebracht hat, die viel Leid ertragen und viele Tränen vergossen hat, die sich aber ein Herz bewahrt hat, das fähig ist zu lieben und zu hoffen. Betrachtet man das Leben von Judith Rakers, so ergibt sich ein Bild, das eine Vielzahl von Aspekten umfasst. Eine junge Frau, die in Paderborn geboren wurde und mit jeder Fernsehsendung, jeder Nachrichtensendung, jedem bedeutenden Ereignis reifer wird. Auch wenn sie eine Scheidung durchmacht und Angst hat, gibt eine Frau ihren Ehrgeiz, ein glückliches Leben zu führen, nicht auf. Eine Schriftstellerin, eine Gärtnerin, eine Person, die eine tiefe Zuneigung zu Tieren hat und jemand, der immer auf der Suche nach echter Liebe ist. Hinter Judith Rakers verbirgt sich mehr als nur ihr Name im Fernsehen. Es ist eine Geschichte voller Tapferkeit, der Fähigkeit, sich selbst zu heilen und der Entdeckung des Glücks in den kleinsten Dingen. Wenn mich jemand fragen würde, was das Schönste an Judith Rakers war, würde ich nicht über ihre Leistungen oder ihren Ruhm sprechen, sondern darüber, wie sie weiter lächelte, wie sie weiter ihren Glauben bewahrte und wie sie weiter ihr Herz öffnete, um auf eine neue Liebe zu warten, obwohl sie gescheitert war und verletzt worden war. Das liegt vor allem daran, dass das Wichtigste in diesem Leben nicht das ist, was wir tun, sondern das, woran wir weiterhin den Mut haben zu glauben. Das beweist Judith Rakers, die 49 Jahre alt ist und den Beweis dafür antritt. Verrat. Judith Rakers verkörpert in jeder Hinsicht, was es bedeutet, eine erfolgreiche Frau zu sein. Obwohl sie damals erst 30 Jahre alt war, hatte sie bereits die Spitze ihres Berufs erreicht und war zu einer der bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland geworden, die bewundert und geschätzt wurde. Beim Eurovision Song Contest 2011 gehörte sie zu der Gruppe, die an der Seite von Stefan Raab und Anke Engelke auf der Bühne stand und war dafür verantwortlich, das Bild von Deutschland in ganz Europa zu vermitteln. Einst gehörte sie zum illustren Stuhlkreis von 3/9, einer bekannten Diskussionssendung, in der sie Interviews mit namhaften Persönlichkeiten führte, darunter Politiker, Künstler und Wissenschaftler. Doch nur wenige wissen, dass sich hinter diesem Heiligenschein eine Frau verbirgt, die nicht nur viel Zeit und Energie, sondern auch ihre tiefsten und privatesten Sehnsüchte geopfert hat. Da die Familie bereits angesprochen worden war, ging es Judith in erster Linie um die Familie. Eine Frau, insbesondere eine österreichisch-deutsche Frau, die eine konventionelle Erziehung genossen hat, betrachtet die Familie nicht nur als integralen Bestandteil ihrer Existenz, sondern auch als Maßstab für ihren Glücksgrad. Judiths ideales Leben besteht aus einer großen Familie, einem Haus, das von Kinderlachen erfüllt ist und einem gemeinsamen Essen mit ihrem treuen Ehepartner. Andererseits wurden Dinge wie Job, Druck und Ruhm, Dinge, die sie nicht aufgeben konnte, mit der Zeit zu einer Mauer. Andreas Pfaff hat oft gesagt, dass er und Judith in zwei verschiedenen Welten leben. Die eine steht im Zentrum der Geschäftswelt, die andere im Rampenlicht des Fernsehens. Durch Dinge wie abgesagte Mahlzeiten, verpasste Urlaube und Gespräche, die nur halbherzig geführt werden, weil beide erschöpft sind, ist eine Leere entstanden, die nicht gefüllt werden kann. Irgendwann kamen sie zu der Erkenntnis, dass Liebe allein nicht ausreicht. Im Laufe vieler Abende, nachdem sie die Scheidungspapiere unterschrieben hatte, vergoss Judiths Tränen. Ich habe den Eindruck, dass ich ein Versager bin. In der Vergangenheit hatte sie Vertrauen zu einem engen Freund. Ich bin in der Lage, die Nachrichten über die Situation zu lesen und mit dem Premierminister zu diskutieren, aber ich bin nicht in der Lage, eine Ehe zu führen. Als Andreas über die Vergangenheit nachdachte, konnte er den Schmerz, den er empfand, nicht verbergen. Auch wenn sie es nicht verdient hat, allein zu sein, gibt es Zeiten, in denen das Leben uns keine einfachen Entscheidungen abverlangt. Das größte Geheimnis, das Judith je gehütet hat, ist nicht nur ihre Angst vor sozialen Situationen, sondern auch eine andere Fixierung, die sie hat, nämlich die Angst, vergessen zu werden. Die brutale Natur der Unterhaltungsindustrie ist ihr aufgrund ihrer Stellung im öffentlichen Leben bewusst. Die Position, die sie früher innehatte, wird schließlich von jemandem eingenommen, der jünger, aktueller und berühmter ist.
Judith sagte einmal, dass der Moment, in dem sie in die Kamera blickte und merkte, dass das Publikum nicht mehr auf sie wartete, derjenige war, den sie während ihres Auftritts am meisten fürchtete. Aus diesem Grund gibt sie sich viel Mühe, übernimmt zusätzliche Aufgaben, veröffentlicht Bücher, nimmt an Talkshows teil und arbeitet an der Entwicklung ihrer eigenen Marke. Gleichzeitig erwirbt sie die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um sich auf ein Leben in der Öffentlichkeit vorzubereiten. Durch den Kauf eines Bauernhofs sammelt sie Erfahrungen in der Landwirtschaft, lernt den Umgang mit Tieren und entdeckt die Freude an den kleinsten Dingen. Eine von Judiths Freundinnen sagte ihr einmal, dass sie lernen kann, sich durch rohe Freunde zu schaffen. Außerdem war die Reise nicht einfach. Liebe, Ehe und Kinder sind Themen, über die Judith immer mit einer gewissen Zuneigung spricht, aber auch mit einer Haltung des Bedauerns. Es wurde ihr kein einziges Kind geboren. Das lag nicht daran, dass sie nicht wollte, sondern daran, dass die Dinge nicht so funktionierten wie geplant. Zunächst erwog sie, ein Kind zu adoptieren, aber dann stellte sie in Frage, ob sie die Zeit und die Energie dazu hätte. Unmittelbar nach der Scheidung ließ sie sich auf eine Reihe kurzer Romanzen ein, die jedoch alle ins Leere liefen. Judith sagte einmal im Fernsehen, ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich nicht mehr an Märchen glaube. Es ist an der Zeit, dass ich nicht mehr auf einen Prinzen warte, der auf einem weißen Pferd in die Stadt reitet. Ich wünsche mir einfach jemanden, der bereit ist, mit mir eine Tasse Tee zu trinken, mit den Katzen zu schmusen und sich mit mir die kleinen Geschichten des Tages anzuhören. Viele der Zuschauer waren von dieser Offenheit beeindruckt. Dadurch ist sie nicht mehr durch Vorurteile eingeschränkt und hat keine Bedenken bezüglich des Geschlechts. Bei ihr ist die Liebe durch keine Grenzen begrenzt. Alles, was es braucht, ist, dass zwei Geister im Einklang miteinander sind. Lektionen nach der Scheidung. Auch wenn Judiths Geld nicht sehr üppig ist, so reicht es doch aus, um ein komfortables Leben zu führen. Durch Buchtantimen und Medienprojekte verfügt sie über ein festes Bankkonto, einen Bauernhof in der Nähe, einen Bauernhof, mehrere Autos für Arbeit und Alltag und eine Wohnung in Hamburg. Luxus ist für sie überhaupt kein Thema. Sie fährt nicht nur lieber SUVs als Supersportwagen, sondern trägt auch lieber Jeans, einfache Hemden und Schuhe. Sie gab ihr Geld für Dinge aus, die ihr Freude bereiteten, und das tat sie auch. Ein Garten voller Blumensträuße, ein Schuppen voller Gartengeräte und intime Abendessen mit engen Freunden. Sie soll geäußert haben, ich brauche kein Schloss, ich brauche nur ein Dach mit Morgenlicht. Es ist unbestreitbar, dass Judith viel erreicht hat. Sie wurde mit zahlreichen Fernsehpreisen ausgezeichnet, als eine der bedeutendsten Frauen Deutschlands anerkannt und als Vorbild für Professionalität gelobt. Ihr größtes Vermächtnis ist jedoch, und das ist vielleicht noch wichtiger, die Art und Weise, in der sie andere Menschen inspiriert hat. Sie lehrt die Menschen, wie sie ihre Stärke entwickeln, sich von Rückschlägen erholen und das Glück in den grundlegendsten Aspekten des Lebens entdecken können. Ihre Werke über die heimische Landwirtschaft sind nicht nur wegen der darin enthaltenen Inhalte beliebt, sondern auch wegen des Stils, mit dem sie den Text mit Leben erfüllt. Im Alter von 49 Jahren ist Judiths Gesundheit das Ergebnis eines langwierigen Prozesses der Selbstfürsorge. Sie ist nicht nur Halbvegetarierin, sondern trinkt auch sehr wenig Alkohol, macht morgens als erstes Yoga und Meditation und verbringt viel Zeit im Freien. Früher litt sie unter leichter Schlaflosigkeit, aber nachdem sie ihren Lebensstil etwas umgestellt hatte, konnte sie besser schlafen. Anstatt sich an den hektischen Zeitplan eines Fernsehstars zu halten, hat sie sich bewusst dafür entschieden, langsamer zu machen, auf ihren Körper zu achten und jeden einzelnen Moment zu genießen. Ihre Aussage war, dass Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit. Wenn es einem gut geht, hat man jeden Morgen Lust, aus dem Bett aufzustehen, in den Garten zu gehen und die frische Luft einzuatmen. Judith konnte sich endlich so weit beruhigen, dass sie über ihren Wunsch nach einer neuen Beziehung sprechen konnte, nachdem sie 6 Jahre lang geschieden war. Als es darum ging, jemanden zu finden, der die Lücke füllt, hatte sie es nicht eilig, und sie stand auch nicht unter Druck. Sie war auf der Suche nach jemandem, mit dem sie eine authentische Beziehung haben konnte, der nicht von seinen früheren Erfolgen überwältigt war, der nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden war und der keine Angst davor hatte, verletzt zu werden. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben und für mich zu sorgen, antwortete sie. Jetzt möchte ich einfach jemanden, mit dem ich diese Freude teilen kann. Es ist ein einfacher Wunsch, aber es ist einer, nach dem viele Menschen ihr ganzes Leben lang gesucht haben. Wenn es nötig wäre, dass ich weiterschreibe, würde ich jeden Aspekt von Judiths Leben beschreiben, jede Erinnerung an ihre Kindheit in Paderborn, jeden bedeutenden Moment in ihrem Berufsleben, jede herzzerreißende Erfahrung, die sie nach dem Tod
eines geliebten Menschen gemacht hat, jede lange Reise, jede intime Geschichte, die sie mit ihren Freunden geteilt hat, jeden Morgen, an dem sie hinausging, um die Pflanzen im Garten zu pflegen, und jeden Winterabend, an dem sie sich hingesetzt hat, um ein Buch zu schreiben. Ich werde jedes Gefühl, jede Idee und jeden einzelnen Moment nutzen, um ein Bild zu schaffen, das brillant, farbenfroh und doch irgendwie traurig. Dunkle Flecken. Welches Leben hat nicht auch unerwünschte Seiten? Wenn Judith Rakers abends vom Tonstudio nach Hause kam, ging sie direkt in ihre geräumige Wohnung in Hamburg. Die einzigen Geräusche, die dort zu hören waren, waren das Ticken einer Uhr, das leise Miauen einer Katze und die Dunkelheit, die die Ecken des Raumes erfüllte. In dieser Wohnung mit den weiß getünchten Wänden, den geordneten Bücherregalen und den im Flur hängenden Landschaftsbildern lebten früher 2 Personen. Während der Zeit, die Andreas dort verbrachte, aßen sie häufig spät gemeinsam zu Abend und erzählten sich die Erlebnisse eines harten Tages, den sie noch nicht beendet hatten. Es gab eine Sitzung, die angespannt war, der Vorgesetzte machte mir ein Kompliment und das Publikum stellte eine Frage, die eine Herausforderung darstellte. Während der Scheidung wurde diese Wohnung jedoch zu Judiths einzigem Zufluchtsort und es war auch der Ort, an dem sie ihre tiefsten Gefühle des Verlustes verarbeitete. Eine Reihe von Abenden verging. Judith saß an diesem Ort vor dem Spiegel. Die Bindung, die Judith zu ihrem leiblichen Vater hat, ist das größte Geheimnis, mit dem sie je in ihrem Leben konfrontiert wurde. Es gibt nicht viele Menschen, die wissen, dass Judiths Eltern sich scheiden ließen, als sie noch ein kleines Kind war, und dass sie hauptsächlich von ihrer Mutter und ihren Großeltern aufgezogen wurde. Zu ihrem Vater, einem Mann, den sie sehr schätzte, zu dem sie aber nie eine enge Beziehung aufbaute, pflegte sie eine distanzierte Beziehung. In ihrem Erwachsenenleben bemüht sich Judith, wieder Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen, aber es bleibt immer eine unsichtbare Kluft zwischen ihnen. Sie schrieb einmal in ihr Tagebuch: Ich habe nie gelernt, mich auf jemanden zu verlassen, weil ich von klein auf lernen musste, auf meinen eigenen Füßen zu stehen. Sie hat nie gelernt, sich auf jemand anderen zu verlassen. Judith wurde dadurch zu einer selbstbewussten und entschlossenen Frau, aber auch zu einer Frau, die sich zurückzog und der man sich nur schwer öffnen konnte. Dieses Gefühl der Isolation verstärkte sich nach dem Tod ihrer Mutter noch weiter, als wäre es eine Leere, die nicht gefüllt wurde. Nach ihrer Scheidung ging Judith eine Reihe von romantischen Beziehungen ein, aber keine dieser Beziehungen führte zu einer dauerhaften Partnerschaft. Alle ihre Beziehungen, darunter die zu einem Schriftsteller, einem Tierarzt und einem Fernsehproduzenten, endeten im Stillen. Die Aufregung, die öffentlichen Liebesaffären und die Tatsache, dass Judith nicht Gegenstand von Boulevardnachrichten sein möchte, sind alles Dinge, die Judith nicht mag. Sie entschied sich für eine Liebe, die bescheiden und heimlich war, aber gerade diese Heimlichkeit machte es den Menschen in ihrer Umgebung unmöglich, sich ihr zu nähern. Ein Freund sagte einmal, Judith zu lieben sei wie der Versuch, eine Flamme im Griff zu behalten, sie sei schön und warm, aber schwer zu fassen. Nach einer Reihe von Liebeskummer kam Judith schließlich zu der Erkenntnis, dass sie sich selbst lieben und mit sich selbst zufrieden sein muss, bevor sie erwarten kann, dass ein anderer sie liebt. Wie bereits erwähnt, besteht Judiths Vermögen aus Immobilien, Tantimen aus Büchern, Einnahmen aus Fernsehsendungen und Projekten, an denen sie gemeinsam mit anderen Personen gearbeitet hat. Ihr größtes Anliegen ist jedoch nicht das Geld, sondern ein kleiner Bauernhof, den sie in der Nähe von Hamburg besitzt. Auf diesem Hof baut sie Gemüse an, züchtet Hühner und kümmert sich um Pferde und Katzen. Mein kleines Paradies nennt Judith diesen Hof. Ein Ort, an dem sie ihre Stöckelschuhe ausziehen, eine alte Hose und einen Strohhut anziehen, sich hinknien und den Duft des Grases, des Mistes und der feuchten Erde nach dem Regen einatmen kann. Es gibt niemanden, der sich nach meinen Einschaltquoten erkundigt, niemanden, der sich darüber Gedanken macht, was ich anziehe, und niemanden, der darüber diskutiert, ob ich mich einer Schönheitsoperation unterzogen habe. Oder nicht. Für den Moment sagte sie, hier bin ich einfach Judith. Sie konnte emotionale Krisen überwinden und nach den Stürmen, die das Leben mit sich brachte, mit Hilfe dieser Farm, die für ihre Echtheit und Einfachheit bekannt war, wieder ins Gleichgewicht kommen. Judiths Errungenschaften spiegeln sich nicht nur in den Auszeichnungen wider, die sie erhielt, sondern auch in dem geistigen Vermächtnis, das sie den Menschen, die ihre Auftritte besuchten, hinterließ. Sie war eine Quelle der Motivation für Millionen deutscher Frauen, die sie anspornte, selbstständig
und mutig zu sein und ihre Interessen auch nach dem Erreichen des Erwachsenenalters weiter zu verfolgen. Sie ist der Meinung, dass Menschen nur durch Ehrlichkeit miteinander in Verbindung treten können, weshalb sie sich nicht scheut, ihre Fehler, ihre Traurigkeit und ihre Misserfolge zu erzählen. Sie rekrutierte Menschen, die in der Stadt lebten, um ihnen beizubringen, wie man Gemüse anbaut, Hühner hält und Brot backt. Judith organisierte Kurse über Subsistenzwirtschaft und lud Stadtbewohner ein, sie zu unterrichten. Sie ist nicht nur Lehrerin, sondern auch Schülerin. Sie erlernt die Fähigkeit, langsamer zu werden, zuzuhören und jeden Augenblick zu schätzen. Obwohl Judiths Gesundheitszustand nicht mehr so gut ist wie in jungen Jahren, ist sie trotz ihrer 49 Jahre noch in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Anstatt sich zu intensiver Bewegung zu zwingen, widmet sie sich jetzt lieber Aktivitäten wie Yoga, Pilates und Wandern. Ihre Ernährung ist recht nahrhaft und besteht aus einer begrenzten Menge an rotem Fleisch und einer großen Menge an Obst und Gemüse, das sie selbst anbaut. Sie vermeidet die Nutzung sozialer Medien in den Abendstunden und geht früh ins Bett und wacht früh auf. „Ich muss nicht Superwoman sein“, erklärte sie bei dieser Gelegenheit. „Ich muss nur gesund sein, damit ich weiterhin das Leben führen kann, das ich liebe.“ Der zweite Sonnenaufgang. Als 2017 die letzten Papiere unterzeichnet wurden und Judith Rakers sich in aller Stille von ihrem 7-jährigen Ehemann Andreas Paff trennte, sah die Welt kaum mehr als eine Schlagzeile. Das zurückhaltende, anmutige Gesicht der vertrauenswürdigsten Nachrichtensprecherin Deutschlands blieb ruhig und gelassen, wie immer in der 20-Uhr-Sendung in der Tagesschau. Doch hinter diesem selbstsicheren Äußeren stand Judith an einer Kreuzung, von der nur wenige wussten, dass es sie gab. Eine Kreuzung, die sie weit weg von den Lichtern des Fernsehstudios und tief in das Herz des Landes führen würde. Fast 2 Jahrzehnte lang war Judith das Gesicht der nationalen Nachrichten gewesen und hatte das Weltgeschehen mit Klarheit und Zuversicht vermittelt. Doch in der Stille, die auf ihre Scheidung folgte, sehnte sie sich nicht nach mehr Schlagzeilen, sondern nach einem Sinn. Sie wollte nicht vor ihrer Vergangenheit davonlaufen, sie wollte zu etwas Wesentlicherem zurückkehren, zu etwas Echtem. Also tat sie etwas, was die meisten nicht erwarten würden. Sie verließ die Stadt. Sie kaufte ein bescheidenes Stück Land, umgeben von grünen Feldern, Pferdeweiden und freiem Himmel. Dort, mit nichts als Erde unter den Füßen und dem ruhigen Willen zum Neuanfang, begann Judith Rakers, sich selbst neu zu entdecken. Die Vormittage kamen langsam. Es gab keine Eile, sich zu schminken, keine einstudierten Drehbücher, keine Kameras, nur das Zwitschern der Vögel, das Gackern der Hühner und der Geruch von frischer Erde. Sie legte einen Garten an, nicht nur für Gemüse, sondern auch zum Heilen. Sie nannte ihre Reise Home Farming und mit diesem Wort pflanzte sie ein neues Leben. Was als persönlicher Akt der Wiederverbundenheit begann, entwickelte sich zu einer Mission. Sie züchtete Hühner und baute ihr eigenes Gemüse an und lernte dabei nicht aus Lehrbüchern, sondern durch Versuche, durch Regen und durch die Sonne. Ihre Tage wurden erfüllter, nicht arbeitsreich. Die ehemals polierte Nachrichtensprecherin hatte jetzt Schmutz unter den Nägeln, einen Sonnenhut auf dem Kopf und Freude im Herzen, aber Judith hat diese Veränderung nicht für sich behalten. Sie ließ andere daran teilhaben, erst über soziale Medien, dann über Bücher. Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Und das Kochbuch wurden zu Bestsellern, nicht weil sie Perfektion versprachen, sondern weil sie Ehrlichkeit, Einfachheit und einen Weg nach vorne für jeden boten, der sich in einem Zeitalter der Überforderung abgehängt fühlt. Sie startete einen Podcast, Home Farming, mach's dir lecker zu Hause, nicht mit der Stimme einer fernen Autorität, sondern als Freund über den Gartenzaun hinweg, der die Hörer dazu einlädt, langsamer zu machen, etwas zu pflanzen und mehr als nur ihren Körper zu nähren. Und im Jahr 2024 traf Judith eine weitere mutige Entscheidung. Nach 19 Jahren trat sie von der Tagesschau zurück. Keine große Ankündigung, kein Drama, nur eine sanfte Verbeugung und ein Dankeschön. Sie hatte dieser Welt so viel gegeben. Jetzt war es an der Zeit, sich selbst etwas zu geben. Aber sie war noch nicht fertig mit Geschichten. Später im selben Jahr überraschte sie alle mit der Stimme von Rutz, der Roboterheldin in Der wilde Roboter, einem Animationsfilm, in dem es darum geht, in der Wildnis überleben zu lernen und Anschluss zu finden. Es war in vielerlei Hinsicht ihre eigene Geschichte, die mit einer anderen Stimme erzählt wurde. Heute steht Judith Rakers nicht hinter einem Schreibtisch, sondern unter Apfelbäumen. Sie läuft barfuß durch das Gras. Sie sammelt Eier am Morgen, sie schreibt, sie lehrt, sie erschafft und sie lächelt.
Denn was die Welt einst als das Ende einer Ehe ansah, war in Wirklichkeit der Beginn eines wunderschönen neuen Kapitels. Sie fand ihren Weg nicht, indem sie vor der Vergangenheit floh, sondern indem sie ihre Zukunft pflanzte, einen Samen, einen Sonnenaufgang. Eine Geschichte nach der anderen. Die Freundschaft zwischen Judith und Andreas hielt noch viele Jahre nach der Scheidung des Paares an. Es gab Zeiten, in denen sie mir zum Geburtstag gratulierten und mich per SMS fragten, wie es mir geht. Es gab jedoch keine Möglichkeit, dass sie wieder zusammenkamen. Judith drückte ihren Wunsch aus, eine neue Liebe zu finden, einen Gefährten, der sich nicht um ihr Geschlecht kümmert, der einfach Mitgefühl und Fürsorge zeigt und der in guten wie in schlechten Zeiten an ihrer Seite ist. Sie träumte von einem Winterabend, an dem zwei Menschen am Kamin saßen, Bücher lasen, Tee tranken, nicht viel reden mussten und sich einfach wohlfühlten. Sie träumte von einem Frühlingsmorgen, an dem sie mit ihren Freundinnen im Garten Blumen pflanzte, lachte und sich Schmutz ins Gesicht schmierte. Die wertvollsten Dinge in Judiths Leben sind die einfachsten Fantasien. Bislang hat Judith Rakers nicht öffentlich bestätigt, dass sie sich nach ihrer Scheidung von Andreas Paff im Jahr 2017 in einer neuen Beziehung befindet. Seitdem lebt sie auf ihrem Bauernhof in der Nähe von Hamburg ein Leben der Selbstversorgung und Ruhe, indem sie sich auf die eigene Landwirtschaft, die Pflege der Tiere und das persönliche Wohlbefinden konzentriert. Während sie in den sozialen Medien Einblicke in ihr Leben auf dem Lande gewährt, hat sie ihre persönlichen Beziehungen geheim gehalten. Aufwachsen mit ihrer wahren Liebe. Judith Rakers ist nicht in einer Großstadt aufgewachsen. Sie wurde in Paderborn geboren, einer kleinen Stadt mit malerischen Kopfsteinpflasterstraßen, Fachwerkhäusern und der Art von Ruhe, die zum Nachdenken anregt. Das Leben dort war einfach, aber es weckte in der jungen Judith eine tiefe Neugierde auf die Welt da draußen. Sie wuchs bei ihrem alleinerziehenden Vater auf und verbrachte ihre frühen Jahre umgeben von Büchern, der Natur und einem Gefühl der Unabhängigkeit, das ihr Leben als Erwachsene prägen sollte. Von klein auf hatte Judith eine Liebe zum Wort. Sie las alles, was sie in die Finger bekam, Romane, Zeitungen, sogar Enzyklopädien. Ihr Vater, ein Lehrer, ermutigte sie, Fragen zu stellen, klar und deutlich zu sprechen und niemals Angst vor ihrer Stimme zu haben. Diese Stimme, klar, gemessen und selbstbewusst, sollte sie eines Tages in die Häuser von Millionen Menschen tragen. Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Münster und finanzierte sich mit Nebenjobs und nächtelangem Lernen. In die Medienwelt ist sie nicht hineingeboren, sondern hineingeklettert. Ihre ersten Schritte in die Welt des Rundfunks machte sie beim Lokalradio, wo sie lernte, auch unter Druck die Ruhe zu bewahren und eine sichere Präsenz hinter dem Mikrofon zu entwickeln. Aber es war das Fernsehen, das sie anzog. 2005 wurde Judith Rakers eine der Hauptmoderatoren der Deutschen Tagesschau, einer der vertrauenswürdigsten Nachrichtensendungen des Landes. Hinter der ruhigen Professionalität, die die Zuschauer auf dem Bildschirm sahen, steckte eine Frau mit tiefer Überzeugung und stiller Stärke. Sie berichtete souverän über aktuelle Nachrichten, nationale Tragödien und globale Ereignisse und erwarb sich damit den Respekt der Zuschauer in ganz Deutschland. Trotz ihres öffentlichen Images hat sich Judith immer eine private Welt bewahrt, eine Welt, in die sie nach ihrer Scheidung von Andreas Paff im Jahr 2017 zurückkehrte. Das Ende ihrer Ehe markierte einen Wendepunkt, keinen Skandal, sondern eine Selbstentdeckung. Anstatt das glitzernde Promi-Leben zu suchen, zog sie in ein friedliches Haus in der Nähe von Hamburg, umgeben von Feldern, Hühnern und einer alten Scheune, die sie liebevoll restaurierte. In den sozialen Medien begann sie langsam, dieses neue Kapitel zu enthüllen. Da war sie in Stiefeln und Jacke, trug Heu oder lachte neben ihrem Pferd. Sie züchtete Hühner, pflanzte Gemüse an und baute sich ein Leben auf, das auf Einfachheit und Achtsamkeit beruht. Sie nannte ihren Ansatz Home Farming, eine Rückbesinnung auf das Wesentliche, ein bewusster Wechsel vom Lärm der Sendetermine zum ruhigen Rhythmus der Natur. Sie begann, Bücher zu schreiben und Sendungen zu moderieren, die diesen langsameren, geerdeten Lebensstil widerspiegeln. 3 nach 9, die seit langem laufende Talkshow, die sie mitmoderiert, bekam durch ihre nachdenkliche Präsenz einen neuen Ton. Während sie den Journalismus nie verließ, definierte sie neu, was Erfolg für sie bedeutete. Nicht größer, sondern tiefer. Nicht lauter, sondern authentisch. Was die Liebe betrifft, so ist Judith Rakers ruhig geblieben. Es gibt keine öffentlichen Bekanntmachungen, keine Paparazzi-Fotos, aber sie spricht oft davon, dass sie ihre Tiere liebt, ihren Garten und das Gefühl von taufeuchtem Gras unter ihren Füßen am frühen Morgen. Ob sie einen neuen Liebespartner gefunden hat, ist unklar. Klar ist nur, dass sie zufrieden ist.
Ihre Geschichte ist nicht nur eine des beruflichen Erfolgs, sondern auch eine der Neuerfindung. Von einem Kleinstadtmädchen zu einer nationalen Nachrichtensprecherin und von einem hochglanzpolierten Fernsehstudio zu einem rustikalen Hühnerstall im Hinterhof, Judith Rakers erinnert uns daran, dass der Frieden nicht immer dem Rampenlicht folgt, sondern manchmal dort wartet, wo das Wi-Fi schwach ist und die Tomaten langsam wachsen. Die Geschichte von Judith Rakers erinnert uns daran, dass die Liebe auch nach dem Sturm des Herzschmerzes einen Weg findet, uns wiederzufinden. Manchmal flüstert sie uns etwas zu und manchmal beichtet sie uns alles. Glauben Sie, dass die Liebe eine zweite Chance verdient, auch nach fast einem Jahrzehnt der Trennung? Mögen Sie dieses Video, wenn Ihre Geschichte Sie berührt hat. Abonnieren Sie diese Seite für weitere überraschende Geständnisse und menschliche Momente. Und sagen Sie uns in den Kommentaren, würden Sie zu Ihrer ersten Liebe zurückkehren, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?